Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den AEG BK18C Kompressor an. Wir starten gleich mit dem Luftballontest, wie lange er braucht, um einen Luftballon zum Platzen zu bringen. Ich verwende immer die gleichen. Da haben wir ein, wie immer, 245 18er Reifen. Wir schauen, wie lange er braucht von 1 Bar auf 2,5 Bar. Die Zeit, wenn er voll ist, und natürlich testen wir gleich den Akku, wie oft man oder wie viele Reifen man aufblasen kann. 2,5, 0,9 Bar, wieder 2,5. Schauen wir, ob es das mal schafft. Da sieht man es, er hat es nicht geschafft. Wahrscheinlich ist die Batterie leer. Jawohl. Geht er noch an. 1,9 Bar. Schauen wir, ob wir noch was rauskriegen. Lassen wir ihn kurz liegen, aber sobald er so blinkt, wird er nicht mehr viel tun können. Geht wieder an, Strom ist noch rein, 2,2 Bar. Aber ich würde sagen, dass der somit 9,5, erst noch mal kurz 1 Minuten, probieren wir nochmal, ob es schafft auf 2,5, aber wird schwierig, aber super Leistung. Low 2,4, schade, aber lassen wir noch mal ein bisschen. Die Batterie wird schon nicht hingehen, der hat ja hoffentlich einen Schutz. Wenn nicht, habe ich die Garantie, 3 Jahre. 3 ist er, ja, ob er schafft, ist ja wurscht. Ist er. Und geschafft hat er es. Mehr oder weniger. 2,45, also ich gebe ihm die Zähne. Frisch aus dem Ladegerät, 5H Vorsakko. Perfekt. Und jetzt stellen wir ein, weil mehr als 3,5 geht nicht bei mir. 3,5 Bar und schauen, wie lange er braucht. Unter 5 Minuten, bin ich mir sicher. 3, 2, 1. Ihr seht, ich sehe es nicht da, aber geht sehr gut voran. Also das ist wirklich kein Vergleich zu den anderen, die ich bis jetzt getestet habe. Der marschiert, also der pumpt das ein wie nix. Also wie schnell der auf 3,5 Bar ist wirklich brutal für seine Größen. Da gibt es wirklich nichts zu sagen. Das ist wirklich eine Maschine. Seht, 3 Minuten und 10 Sekunden. Das ist mit Abstand bis jetzt bei mir die beste Zeit. Eine wirkliche Maschinenlei. Man kann nichts anderes sagen. Da sehen wir uns die Lautstärke bei 60 cm an. Ich schätze, auch vom Hören her wird es sehr laut. Auch von der Leistung her, je Leistungsstärke so lauter sind sie meistens, der wird sehr laut.
57 cm ist der Druckluftschlauch lang. Die Gesamtlänge beträgt 27 cm mit Akku. Die Tiefe beträgt um die 16 cm und die Breite um die 8,5-9 cm. Das Einstellen des Drucks ist absolut intuitiv, praktisch, geht schnell, problemlos, man kann es genau bedienen, geht ruckzuck von 10,3 auf 0 Bar. Schaut euch das an, wie schnell das geht. Also das seien keine 2-3 Sekunden. Sehr, sehr gut. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Was heißt beschweren? Das ist das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Sehr, sehr gute Druckeinstellung. Man sieht, dass mir der Kompressor schmeichelt, aber es gibt wirklich bei ihm bis auf die Lautstärke nichts Negatives auszusetzen und die Lautstärke folgt halt natürlich mit der Leistung. Schauen wir uns noch das Gewicht an, damit ihr wisst, wie schwer der eigentlich ist. Aber wirklich kann nichts Negatives. Es gibt nur positive Sachen an dem Kompressor. Wunderbar, super gut. Jetzt schauen wir uns das Gewicht an. Das Gewicht beträgt 1,74 Kilo mit einem 4H Akku, was ich auch wirklich als absolut gut empfinde. Mit einem 2H Akku sollte er um die 300 Gramm leichter sein, aber wir schauen uns jetzt den Wert an, komplett ohne Akku, dass wir wissen, wie schwer der Kompressor ist. Das schauen wir uns jetzt gleich an. 1,05 Kilo, um die 700 Gramm wiegt der Akku, das ist normal bei 4H, 5H und so weiter. Bei zweireihigen Akkus mit 1860-50er Zellen. Wie ihr es vorher beim Windmessgerät gesehen habt, hat er wirklich ordentlich Druck, also über 70 km/h, aber das ist nicht das, um solche Sachen zu machen wie die Späne da und einfach wegzublasen, dann nehmt es das Gerät, was dafür gemacht ist, oder saugt es natürlich ein. Eure Entscheidung, wie es das macht. Nehme zum Beispiel die Einhell-Luftpumpe, der macht es wie nichts, der hat nochmal fast die doppelte Luftgeschwindigkeit. Seht, der fegt alles weg wie nichts. Das ist auch für das gemacht und für Luftmatratzen und solche Sachen. Zu der kommt ein separates Video. Und ja. Kommen wir nun zur Pumpleistung. Wie ihr sehen könnt, der AEG mit Abstand der beste mit 3,5 Bar. Aber das nicht in 5 Minuten, sondern in 3 Minuten und 10 Sekunden. Das heißt, er macht alle sowas von platt. Absoluter Spitzenwert. Dann kommen wir zur Lautstärke. Lautstärke beträgt 98 Dezibel. Das ist wirklich sehr, sehr laut. Also wenn die Lautstärke wichtig ist, das ist wirklich ein bisschen zu laut, finde ich. Beim Gewicht kann er aber punkten, er wiegt mit einem 4H Akku nur 1700 Gramm. Das heißt, er ist wirklich, Black & Decker habe ich ohne Akku gemessen, weil man ihn auch mit 230 Volt verwenden kann und 12 Volt. Deswegen. Da sehen wir die Preise. Der AEG kostet um die 99 Euro, also 20 Euro teurer wie der Black & Decker. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall wert. Yuasa hat 30 gekostet, der Einheit 33. Also AEG ist ein bisschen teurer, aber auf jeden Fall wert. Nicht anders zu erwarten, schlägt der AEG die anderen Kompressoren deutlich. Also er ist wirklich, besonders in der Pumpleistung ist er einfach nur extrem. Also die Pumpleistung ist extrem. So, das war's eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, dass ich euch geholfen habe. Ich hoffe, dass ich euch im nächsten Video sehe. Servus, danke und ciao.